Kritik der politischen Ökonomie hat mehrere Dimensionen. Es ist zum einen eine Kritik einer Wissenschaft der politischen Ökonomie. Die kritische Analyse der Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft, also die Reichtumserzeugung. Wie wird der Reichtum erzeugt? Das entscheidende Moment ist, dass hier Analyse und Kritik tatsächlich durchdrungen sind. Durch die Analyse gewinnen wir die kritischen Gesichtspunkte. Aber zu behaupten, dass das das Einzige ist, beziehungsweise dass das alleinstehend sein könnte, ohne dass man dabei irgendwelche normativen Gesichtspunkte in Anschlag bringt, das, glaube ich, ist falsch. Ich bin Rahel Jägi, ich bin Professorin für Sozialphilosophie und politische Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich bin Alex Demirovic. Ich arbeite in der Rosa-Luxemburg-Stiftung als Senior Fellow. Mein Name ist Michael Heinrich. Ich beschäftige mich schon seit langem mit Marx, der Marxischen Theorie. Im Moment sitze ich gerade an einer relativ umfangreichen Biografie von Marx. Das ist aber nicht nur irgendeine Wissenschaft, die politische Ökonomie, sondern das ist eigentlich eine ganz breite Wissenschaft von Staat, Gesellschaft, Ökonomie. Und gleichzeitig auch so ein Organ der Selbstverständigung des Bürgertums gewesen im 18., 19. Jahrhundert. Und wenn jetzt diese Wissenschaft ganz grundsätzlich kritisiert wird, dann wird damit gleichzeitig auch ihr Gegenstand, die Gesellschaft, kritisiert. Wenn man die Geschichte der großen Befreiungsbewegung seit dem 17. Jahrhundert nimmt, dann wurde da sehr, sehr viel kritisiert mit Blick auf die Bibel. Also der Bezug, Gott sieht die Menschen als gleich an. Es gibt kein Recht für Einzelne, Gewalt auszuüben oder in besonderer Weise Reichtum sich anzueignen. Das war eine moralische, religiöse Kritik. Jetzt kommt Marx und sagt, aber wir müssen verstehen, dass das nicht einfach eine Frage des guten Willens einzelner Personen ist, sondern da entsteht ein systematischer Zusammenhang, in dem die Gesellschaft riesige Hebel geschaffen hat oder schafft, Reichtum zu erzeugen und zugunsten Einzelner aneigbar zu machen. Also ich glaube, dass im Marxischen Werk, aber auch im Kapital, dass im Grunde drei Momente zusammenkommen. Es gibt dieses Moment der funktionalen Kritik, also der systematische Aufweis dessen, wie dieses System immanent krisenhaft ist, sich in bestimmte Widersprüche verstrickt, immanent destruktiv ist. Es gibt das, ich möchte jetzt mal sagen, moralische Moment, weil man das mit Vorsicht genießen muss, den Ausdruck. Es gibt sowas wie die Ausbeutungskritik. Es gibt einen Moment, in dem die Ungerechtigkeit dieser Lebensverhältnisse, die hier systematisch erzeugt werden, aufgewiesen wird. Marx analysiert Fragestellungen. Mit welchen Fragestellungen sind andere da dran gegangen? Er analysiert Widersprüchlichkeiten. Er analysiert, was ausgeblendet worden ist, und dann geht er genau diesen ausgeblendeten Sachen nach. Also bei Marx, relativ am Anfang am Kapital, haben wir da ein schönes Beispiel, dass er sagt, naja, die klassische politische Ökonomie von Adam Smith und David Ricardo, die hat schon richtig gesehen, dass sich Arbeit im Wert darstellt und dass das nicht etwa der Nutzen ist. Aber es wurde nicht mal die Frage gestellt, warum sich denn Arbeit im Wert darstellt. Das Unterdrückungsverhältnis beginnt ja eigentlich schon gleich am Anfang, nämlich dort, wo das Arbeitsvermögen eines Individuums als Wert betrachtet wird. Das heißt, dass meine Arbeitskraft eine Ware sein soll. Das ist ja schon der Beginn der Zumutung. Und dann leitet sich ja davon alles ab. Also wenn man das mal trivial formuliert, also was genau macht er? Er zeigt, dass ich arbeite, damit ich
leben kann, damit ich morgen wieder arbeite. Und in diesem Prozess mache ich nichts anderes, als den Reichtum eines anderen Menschen immer weiter zu vergrößern. Es gibt sowas wie ein ethisches Moment, es gibt auch das Moment, das nicht nur darauf hinzieht zu sagen, das sind ungerechte, ausbeuterische Verhältnisse, unter denen die Menschen leiden, sondern es sind auch, sagen wir mal, es ist auch sowas wie ein schlechtes Leben, es ist ein verarmtes Leben, ein auf entscheidende Weise eben nicht gutes Leben. Und das hat dann eben nicht nur mit der Aufteilung des gesellschaftlichen Reichtums zu tun, sondern hat etwas damit zu tun, mit diesem selber, mit dem, was da überhaupt gemacht und wie produziert wird überhaupt. Und das ist noch mal ein bisschen eine andere Dimension. Ne? Und das hat dann auch noch ganz erhebliche politische Konsequenzen, wenn es darum geht, wie und was kann man denn in dieser Gesellschaft verändern.